Eine kleine weiße Tablette. So gewöhnlich, dass Millionen Menschen sie nehmen, ohne sie überhaupt noch wahrzunehmen. Aspirin. Vielleicht das bekannteste Medikament der Geschichte. Gegen Kopfschmerzen, gegen Fieber, gegen Rheuma, gegen Herzinfarkte, gegen Schlaganfälle. Milliarden Tabletten wurden verkauft. Und trotzdem stellen sich die wenigsten Menschen eine einzige Frage. Wer hat dieses Medikament eigentlich zu dem gemacht, was es heute ist? Das Unternehmen, das Aspirin erfunden hat, heißt Bayer. Dasselbe Unternehmen war im Zweiten Weltkrieg Teil der IG Farben und beteiligte sich am Werk Auschwitz III Monowitz, wo Zehntausende Zwangsarbeiter unter extrem harten Bedingungen arbeiten mussten, die für viele das Leben schwer machten oder beendeten. Dasselbe Unternehmen brachte zwischen 1898 und 1910 Heroin als frei verkäufliches Medikament auf den Markt, empfohlen sogar für Kinder und Hausfrauen. Und genau dieses Unternehmen kaufte 2018 Monsanto für 63 Milliarden $. Eine Entscheidung, die eine der teuersten Unternehmenskatastrophen der deutschen Nachkriegsgeschichte auslöste. Es ist immer dieselbe Firma, dasselbe Logo, dasselbe Bayer-Kreuz. Hinter kaum einem anderen deutschen Unternehmen liegen medizinische Durchbrüche, industrielle Macht und moralische Abgründe so dicht beieinander. Und trotzdem endet all das bis heute auf derselben Verpackung, unter demselben Kreuz, in einer kleinen weißen Tablette, die in Millionen Haushalten liegt. Die eigentliche Geschichte beginnt lange bevor jemand sie zum ersten Mal schluckte. Als Friedrich Bayer 1825 in Barmen geboren wurde, gehörte die Stadt zu den lautesten und schmutzigsten Industriestandorten Europas. Rauch lag über den Straßen, Fabrikschornsteine bestimmten den Horizont und genau hier entstand eine Idee, die Jahrzehnte später Milliarden Menschen erreichen sollte. Viele würden erwarten, dass hinter Bayer ein großer Chemiker stand. Tatsächlich war Friedrich Bayer etwas ganz anderes. Er war Kaufmann, kein Mann des Labors, sondern ein Mann, der Chancen erkannte, lange bevor andere überhaupt einen Markt sahen. 1863 gründete er gemeinsam mit dem Farbenhändler Johann Friedrich Westcott eine kleine Firma. Ihr Geschäft klang alles andere als spektakulär. Sie produzierten Teerfarbstoffe für die Textilindustrie. Kaum jemand hätte damals vermutet, dass genau aus diesem Geschäft eines der mächtigsten Pharmaunternehmen der Welt entstehen würde. Der Name war unscheinbar: Friedrich Bayer & Company. Niemand konnte damals ahnen, dass daraus einmal eine der bekanntesten Marken der Welt werden würde. Am Anfang war es nur eine gemietete Scheune, dann eine etwas größere, danach das erste eigene Gebäude. Kein spektakulärer Aufstieg, sondern einer, der so langsam verlief, dass ihn außerhalb von Barmen kaum jemand bemerkte. Es gab keine Schlagzeilen, keine sensationellen Erfindungen. Jahr für Jahr kamen nur neue Kunden, neue Aufträge und neue Mitarbeiter hinzu. Gerade diese unspektakuläre Beständigkeit machte Bayer gefährlich stark. Aus wenigen Mitarbeitern wurden Dutzende, aus Dutzenden wurden Hunderte. Ohne großes Aufsehen begann Bayer, sich Schritt für Schritt einen Platz in der deutschen Industrie zu sichern. Das Geschäft war alles andere als elegant. Die Fabriken rochen nach Chemikalien, die Arbeit war gefährlich und viele Bedingungen wären heute unvorstellbar. Doch genau dort begann etwas, das niemand geplant hatte. Während Bayer Farbstoffe entwickelte, entdeckten seine Chemiker nach und nach, dass einige dieser Stoffe weit mehr konnten, als nur Textilien zu färben. Sie konnten den menschlichen Körper beeinflussen. Aus einem Unternehmen für Farben entstand langsam etwas völlig anderes. Etwas, das Jahrzehnte später Millionen Menschen täglich einnehmen würden. Als Friedrich Bayer 1880 starb, hatte er keine Ahnung, was aus seinem Unternehmen einmal werden würde. Die kleine Farbenfabrik wuchs weiter, zog wenig später nach Leverkusen um und profitierte dort von besseren Verkehrswegen und mehr Platz für ihre Expansion. Doch die entscheidende Veränderung entstand nicht in einem Sitzungszimmer und auch nicht durch einen großen Geschäftsplan. Sie begann in den Laboren. Chemiker stellten fest, dass einige der Stoffe, mit denen sie eigentlich Farben entwickelten, überraschende medizinische Eigenschaften besaßen. Aus dieser Entdeckung entwickelte sich langsam eine völlig neue Richtung. Was zunächst wie ein chemischer Zufall wirkte, sollte nicht nur Bayer verändern. Es sollte die moderne Medizin für immer prägen. Am 10. August 1897 betrat ein junger Chemiker namens Felix Hoffmann sein Labor bei Bayer. Was an diesem Tag gelang, wirkte zunächst wie ein gewöhnliches Experiment. Tatsächlich begann dort die Geschichte eines Medikaments, das später in fast jedem Haushalt der Welt liegen sollte. Ärzte kannten die schmerzlindernde Wirkung der Weidenrinde schon seit Jahrhunderten. Das Problem war nie die Wirkung, das Problem war, dass der Wirkstoff für viele Patienten kaum erträglich war. Die damalige Form griff den Magen an, verursachte Übelkeit und war für viele Menschen schlimmer als die Krankheit selbst. Genau dieses Problem wollte Hoffmann lösen. Sein Antrieb war auch nicht Ruhm oder wissenschaftliche Anerkennung. Sein Vater litt unter schwerem Rheuma. Die Schmerzen bestimmten seinen Alltag und die verfügbaren Medikamente machten vieles oft noch unerträglicher. Hoffmann wollte nicht die Medizin verändern, er wollte seinem Vater helfen.
Nach zahlreichen Versuchen gelang ihm schließlich eine veränderte Form des Wirkstoffs. Sie linderte Schmerzen ebenso zuverlässig, war für den Magen jedoch deutlich verträglicher. Zum ersten Mal schien es möglich, Millionen Menschen ein Schmerzmittel zu geben, das nicht selbst zum Problem wurde. Doch kaum schien die Geschichte abgeschlossen zu sein, begann der nächste Streit. Jahrzehnte später erhob ein anderer Bayer-Chemiker Anspruch auf die eigentliche Idee hinter Aspirin. Sein Name war Arthur Eichengrün. Er war überzeugt, dass nicht Hoffmann, sondern er selbst die Entwicklung entscheidend vorangetrieben hatte. Weil Eichengrün Jude war, vermuteten viele Historiker später, dass seine Rolle während der NS-Zeit bewusst aus der Unternehmensgeschichte verdrängt wurde. Ob das tatsächlich so geschah, wird bis heute kontrovers diskutiert. Vielleicht ist genau das der schwierigste Teil jeder Geschichte. Denn irgendwann geht es nicht mehr nur um Fakten, sondern darum, welcher Version man selbst mehr Glauben schenkt. Unabhängig davon, wem der entscheidende Anteil gehörte, handelte Bayer schnell. Das Unternehmen ließ das Verfahren patentieren und sicherte sich 1899 auch den Namen Aspirin. Wenn dich genau solche Geschichten faszinieren, in denen hinter bekannten Namen eine völlig andere Geschichte steckt, dann begleite den Kanal gern. Hier geht es jede Woche um genau solche Dokumentationen. Ein Markenname, der schon bald bekannter werden sollte als der vieler Staaten. Der Erfolg kam mit einer Geschwindigkeit, die selbst Bayer überraschte. Innerhalb weniger Jahre wurde Aspirin zum meistverkauften Medikament der Welt. Ärzte verschrieben es gegen Schmerzen und Fieber, Soldaten trugen es später in ihren Feldrucksäcken und in unzähligen Familien gehörte die kleine weiße Tablette bald genauso selbstverständlich zum Alltag wie Brot oder Seife. Innerhalb weniger Jahre hatte ein einziges Medikament Bayer an die Spitze der internationalen Pharmaindustrie gebracht. Für viele Unternehmen wäre genau hier die Erfolgsgeschichte zu Ende gewesen. Doch ausgerechnet auf dem Höhepunkt dieses Erfolgs entstand im selben Unternehmen noch eine zweite Entdeckung. Anfangs wirkte sie genauso vielversprechend wie Aspirin, vielleicht sogar noch vielversprechender. Bayer bewarb sie als Schmerzmittel, als Hustenstiller und als sichere Alternative zu Morphin. Der chemische Name lautete Diacetylmorphin. Bayer entschied sich jedoch für einen anderen Namen. Einen Namen, der bis heute auf der ganzen Welt bekannt ist: Heroin. Zwischen 1898 und 1910 verkaufte Bayer Heroin weltweit als frei erhältliches Medikament. Es wurde gegen Husten empfohlen, gegen Atemwegserkrankungen und sogar für Kinder beworben. Auf den Verpackungen lächelten Familien, Ärzte empfahlen das Präparat und kaum jemand zweifelte daran, dass hier eine medizinische Erfolgsgeschichte begann. Tatsächlich ahnte zu diesem Zeitpunkt fast niemand, welches Ausmaß diese Entscheidung einmal haben würde. Was damals kaum jemand wusste: Heroin machte abhängig. Nicht langsam, sondern oft schneller und stärker als Morphin selbst. Wie groß dieses Risiko tatsächlich war, verstand die Medizin erst Jahre später. Bayer sprach über die positiven Wirkungen. Über die möglichen Folgen sprach damals kaum jemand. 12 Jahre lang blieb Heroin Teil des Bayer-Sortiments. Erst als die Zahl der Abhängigkeiten immer offensichtlicher wurde und der internationale Druck wuchs, verschwand das Medikament nach und nach wieder vom Markt. Das Produkt verschwand, der Name blieb, Heroin wurde zu einem Begriff, den heute jeder kennt. Was ursprünglich als Markenname eines deutschen Pharmaunternehmens begonnen hatte, entwickelte sich zu einem der bekanntesten und zerstörerischsten Drogennamen der Welt. Darauf hatte Bayer längst keinen Einfluss mehr. Doch selbst diese Geschichte sollte schon bald von etwas überschattet werden, das ungleich schwerer wog. Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, war Bayer längst mehr als ein Hersteller von Medikamenten. Das Unternehmen gehörte inzwischen zu den mächtigsten Chemiekonzernen Deutschlands. Und genau diese Stärke machte Bayer in den Augen des Staates plötzlich wichtiger als je zuvor. Mit dem Krieg veränderte sich auch die Bedeutung der Chemie. Dieselben Fabriken, in denen zuvor Farbstoffe und Medikamente entwickelt worden waren, wurden nun zu einem strategischen Bestandteil der Kriegsführung. Aus chemischem Wissen entstanden Sprengstoffe, Giftgas und Waffen, die den Verlauf ganzer Schlachten beeinflussen konnten. Bayer blieb dabei nicht nur ein Zulieferer. Das Unternehmen wurde Teil eines Systems, in dem Chemie plötzlich über Leben und Tod entschied. Einer der einflussreichsten Männer dieser Entwicklung war Karl Duisberg, der langjährige Vorstandsvorsitzende von Bayer. Er gehörte zu den entschiedensten Befürwortern chemischer Waffen, arbeitete in den Gremien mit, die ihren Einsatz vorbereiteten, und war überzeugt, dass Giftgas den Krieg zugunsten Deutschlands entscheiden könne. Als bei Ypern im April 1915 erstmals großflächig Chlorgas eingesetzt wurde, bezeichnete Duisberg den Angriff in einem Brief als militärischen Erfolg. Innerhalb weniger Stunden erlitten tausende alliierte Soldaten Verluste und schwere Verletzungen, viele mit langfristigen Folgen. Überlebende berichteten später von einer gelb-grünen Wolke, die lautlos über die Schützengräben zog. Erst brannten die Augen, dann die Lungen. Viele erstickten, ohne den Feind jemals gesehen zu haben. Karl Duisberg stand an diesem Tag nicht im Schützengraben. Er saß viele Kilometer entfernt in seinem Büro in Leverkusen. Zwischen ihm und den Männern, die an der Front nach Luft rangen, lagen hunderte Kilometer.
Und doch waren ihre Schicksale unmittelbar miteinander verbunden. Wer glaubte, dieser Moment würde zum Umdenken führen, irrte sich. Für Bayer begann damit kein Rückzug. Es war erst der Anfang einer Entwicklung, die das Unternehmen tiefer mit der dunkelsten Geschichte des 20. Jahrhunderts verbinden sollte. Nach dem Ersten Weltkrieg lag nicht nur Deutschland am Boden. Auch Bayer kämpfte ums Überleben. Auslandsmärkte gingen verloren, Patente wurden beschlagnahmt, Reparationen belasteten die Wirtschaft und viele Jahre schien es, als hätte das Unternehmen seinen Höhepunkt bereits überschritten. Doch genau in dieser Krise entstand ein Plan, der Bayer größer machen sollte als jemals zuvor. Für ein Unternehmen, das wenige Jahre zuvor als Symbol deutscher Chemie gegolten hatte, war es eine beispiellose Demütigung. Die Antwort auf diese Krise war radikal. Nicht mehr gegeneinander konkurrieren, sondern die Kräfte bündeln. Bayer schloss sich mit den größten Chemieunternehmen Deutschlands zu einem einzigen Konzern zusammen. Sein offizieller Name lautete Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Die Welt sollte ihn schon bald nur noch als IG Farben kennen. Die Entscheidung hatte zunächst nichts mit Ideologie zu tun. Nach dem Ersten Weltkrieg war die deutsche Chemieindustrie wirtschaftlich geschwächt. Amerikanische und britische Konkurrenten holten auf, Patente gingen verloren und der internationale Wettbewerb wurde härter. Für Bayer und die anderen Konzerne schien es nur noch einen Weg zu geben, ihre führende Stellung zu retten. Was daraus entstand, war das größte Chemieunternehmen der Welt. Mehr als 100.000 Mitarbeiter, ein riesiges Patentportfolio und ein Einfluss, der weit über die Chemiebranche hinausreichte. Innerhalb weniger Jahre war IG Farben zu einer wirtschaftlichen Macht geworden, an der in Deutschland kaum noch jemand vorbeikam. Seine Bedeutung ließ sich nicht allein am Umsatz messen. IG Farben kontrollierte Rohstoffe, Medikamente, Kunstfasern, Treibstoffe und chemisches Wissen, das für jede moderne Armee unverzichtbar war. Wer über diese Industrie verfügte, verfügte im Ernstfall auch über einen entscheidenden Teil der militärischen Stärke eines Landes. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, musste sich auch IG Farben entscheiden. Das Unternehmen widersetzte sich dem neuen Regime nicht. Schritt für Schritt passte es sich an. Am Ende so vollständig, dass wirtschaftlicher Erfolg und politische Interessen kaum noch voneinander zu trennen waren. IG Farben unterstützte das Regime finanziell, profitierte von der Enteignung jüdischer Unternehmer und übernahm Firmen in den besetzten Ländern zu Bedingungen, unter denen von einem freien Verkauf keine Rede sein konnte. Mit jedem Jahr wurde die wirtschaftliche Verflechtung mit dem nationalsozialistischen Staat enger. Dann fiel eine Entscheidung, die bis heute untrennbar mit dem Namen IG Farben verbunden ist. 1941 traf IG Farben eine Entscheidung, die das Unternehmen für immer prägen sollte. 5 Kilometer östlich von Auschwitz-Birkenau begann der Bau eines neuen Werks, Auschwitz III, besser bekannt als Buna Monowitz. Offiziell sollte dort synthetischer Kautschuk und Treibstoff für die deutsche Kriegswirtschaft produziert werden. Doch der eigentliche Grund für diesen Standort war ein anderer. Direkt neben dem Lager standen Zehntausende Häftlinge zur Verfügung. Für IG Farben bedeutete das nahezu unbegrenzte Arbeitskräfte. Bezahlt wurde nicht an die Menschen selbst, sondern an die SS. Jeden Morgen verließen Kolonnen von Häftlingen das Lager und marschierten zum Werk, bewacht von der SS, erschöpft, unterernährt und oft kaum noch in der Lage zu gehen. Für viele war dieser Weg kein Arbeitsweg. Es war der letzte Weg ihres Lebens. Zu Spitzenzeiten mussten mehr als 10.000 Häftlinge gleichzeitig für IG Farben arbeiten. Die Bedingungen waren nicht auf das Überleben der Menschen ausgelegt, sondern auf ihre vollständige Ausbeutung. Die Nahrung reichte oft nicht einmal aus, um die schwerste körperliche Arbeit zu überstehen. Schutzkleidung fehlte, Krankheiten breiteten sich aus, schlechte Arbeitsbedingungen waren Alltag. Wer nicht mehr arbeiten konnte, wurde in das Lager zurückgeschickt, was für viele fatale Folgen hatte. Einer dieser Häftlinge war Primo Levi. Der italienische Schriftsteller überlebte Monowitz und beschrieb später eine Welt, in der Begriffe wie Arbeit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit jede Bedeutung verloren hatten. Für Millionen Leser wurde sein Bericht zu einem der eindringlichsten Zeugnisse dessen, was hinter den Zäunen von Monowitz geschah. IG Farben zahlte der SS für jeden einzelnen Häftling einen festen Tagessatz. Je nach Qualifikation zwischen 3 und 6 Reichsmark. Menschen wurden damit zu einer Position in der Buchhaltung, zu einem Kostenfaktor mit einem festen Preis. Auch die Bayer-Sparte innerhalb von IG Farben war direkt beteiligt. In den Forschungsabteilungen wurden Medikamente an Häftlingen unter ethisch fragwürdigen Bedingungen getestet, ohne ihre Zustimmung. Für diese Versuche zahlte Bayer der SS sogar direkte Gebühren. In einem erhaltenen Schreiben bat ein Mitarbeiter des Unternehmens um 150 Frauen für Medikamententests gegen Tuberkulose. Wörtlich hieß es, man wolle die Frauen in möglichst gutem Zustand erhalten. Ein Großteil der Beteiligten überlebte diese Tests nicht. Ironischerweise erfüllte das Werk seinen eigentlichen Zweck kaum. Der synthetische Kautschuk, für den Monowitz gebaut worden war, wurde bis zum Kriegsende nur in unbedeutendem Umfang produziert. Was dort tatsächlich in industriellem Maßstab entstand, war etwas anderes.
Leid. Tag für Tag organisiert, geplant und mit derselben bürokratischen Präzision verwaltet wie jede andere Produktionszahl. Nach dem Krieg standen schließlich auch die Verantwortlichen vor Gericht. Im IG-Farben-Prozess in Nürnberg wurden 23 führende Manager angeklagt, 13 von ihnen wurden verurteilt, die höchste Strafe traf Otto Ambros, den Leiter des Werks in Monowitz. Doch selbst diese Strafe blieb nicht bestehen. Bereits 1951 kam Otto Ambros wieder frei. Wenig später arbeitete er erneut als Berater für große Unternehmen und staatliche Einrichtungen. Der Mann, der Monowitz geleitet hatte, kehrte zurück in die Industrie. Noch erstaunlicher war der Fall Fritz Termeer. Auch er war verurteilt worden. Nach seiner Entlassung kehrte er jedoch nicht nur in die Wirtschaft zurück, er wurde Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bayer. Ausgerechnet jenes Unternehmen, das nach der Auflösung von IG Farben neu entstanden war, dass viele dieser Männer so schnell zurückkehren konnten, war kein Zufall. Mit Beginn des Kalten Krieges veränderten sich die politischen Prioritäten. Westdeutschland sollte wirtschaftlich wieder stark werden. Dafür brauchte man Erfahrung, Industrie und chemisches Know-how. Und genau dieses Wissen saß in den Köpfen jener Männer, die wenige Jahre zuvor noch auf der Anklagebank gesessen hatten. Über den Preis dieser Entscheidung sprach damals kaum jemand. Nicht über die Menschen aus Monowitz. Nicht über die Häftlinge der Medikamentenversuche. Nicht über die Zwangsarbeiter aus ganz Europa. Während ehemalige Manager in ihre Büros zurückkehrten, blieben die Opfer meist namenlos. Ob diese Vergangenheit hinter verschlossenen Bürotüren jemals offen diskutiert wurde, wissen wir bis heute nicht. Die Unterlagen, die später veröffentlicht wurden, geben darauf keine eindeutige Antwort. Was dann folgte, war eine Lektion in Unternehmensgeschichtsschreibung, die Bayer jahrzehntelang perfektionieren würde. Für Bayer bedeutete das Kriegsende jedoch keineswegs das Ende dieser Geschichte. Vielmehr begann damit ein völlig neues Kapitel. 1951 verschwand der Name IG Farben offiziell von der Landkarte der deutschen Industrie. Die Alliierten hatten beschlossen, den Konzern aufzulösen. Er war zu mächtig geworden, zu eng mit dem Nationalsozialismus verbunden und zu bedeutend, um in seiner bisherigen Form weiter zu bestehen. Wie es danach weitergehen sollte, darüber wurde jahrelang verhandelt. Am Ende entstanden aus den Trümmern 3 große Nachfolgeunternehmen, BASF, Hoechst und Bayer. Sie übernahmen Fabriken, Patente, Mitarbeiter und Kapital. Aber sie übernahmen noch etwas anderes. Eine Vergangenheit, über die jahrzehntelang kaum jemand sprechen wollte. Für Bayer begann der Neuanfang erneut in Leverkusen. Die Werke hatten den Krieg beschädigt, aber nicht vernichtet überstanden. Ein Teil der Patente war verloren gegangen. Vor allem in den USA galten viele Schutzrechte inzwischen als Kriegsbeute. Doch Bayer verfügte noch immer über genügend Wissen und Erfahrung, um neu zu beginnen. Die Marke Aspirin war in Deutschland noch immer Bayer. In anderen Ländern, wo sie als Kriegsbeute beschlagnahmt worden war, nicht mehr. Bayer begann, sich neu zu erfinden. Allerdings nicht durch einen offenen Bruch mit der Vergangenheit. Das Unternehmen sprach kaum darüber, was zwischen 1933 und 1945 geschehen war. Stattdessen richtete sich der Blick konsequent nach vorn. Das neue Selbstbild entstand nicht durch offene Verdrängung, sondern durch einen anderen Schwerpunkt. Bayer erzählte vor allem von Aspirin, von medizinischem Fortschritt und von der Zukunft. Die Vergangenheit rückte immer weiter in den Hintergrund. Das Bild war sorgfältig aufgebaut. Bayer als Pionier der modernen Medizin, Bayer als Erfinder von Aspirin, Bayer als Unternehmen, das Arbeitsplätze schuf, Leben rettete und für Fortschritt stand. Über Ypern, Monowitz oder die Rückkehr von Fritz Termeer sprach das Unternehmen dagegen jahrzehntelang kaum öffentlich. Wenn externe Journalisten oder Historiker darüber schrieben, wurde geantwortet, aber nie initiiert. Erst Jahrzehnte später begann Bayer, die eigene Rolle während der NS-Zeit systematischer aufzuarbeiten. Historiker erhielten Zugang zu Archiven, das Unternehmen beteiligte sich an Entschädigungsprogrammen für ehemalige Zwangsarbeiter und nach wurden Kapitel öffentlich, über die zuvor kaum gesprochen worden war. Es war ein später Schritt. Und für viele kam er viel zu spät. Bayer beteiligte sich finanziell an den Entschädigungsfonds. Dennoch blieb eine Frage bestehen: Reicht eine späte Aufarbeitung aus, wenn die entscheidenden Entscheidungen Jahrzehnte zuvor bewusst getroffen worden waren? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es bis heute nicht. Genau an solchen Stellen frage ich mich immer, ob eine späte Aufarbeitung wirklich ausreicht oder ob manche Entscheidungen ihren Schatten für immer behalten. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Damit stand Bayer nicht allein. Viele große Unternehmen tun sich schwer mit den dunkelsten Kapiteln ihrer eigenen Geschichte. Doch bei Bayer war das Gewicht dieser Vergangenheit außergewöhnlich groß. Trotz allem wuchs Bayer in den folgenden Jahrzehnten erneut zu einem der wichtigsten Pharmaunternehmen der Welt heran. Neue Medikamente entstanden, internationale Forschungszentren wurden aufgebaut und der Konzern gewann weltweit wieder an Bedeutung. Bayer investierte massiv in neue Therapien von Antibiotika über Herz-Kreislauf-Medikamente bis hin zur Krebsforschung. Nach außen wirkte es, als hätte das Unternehmen endgültig in eine neue Zukunft gefunden.
Mit Chiprobay entwickelte Bayer eines der bekanntesten Breitbandantibiotika der Welt. Nach den Milzbrandanschlägen im Jahr 2001 rückte das Medikament sogar ins Zentrum einer politischen Debatte in den USA, als die Regierung überlegte, das Patent zugunsten einer schnelleren Versorgung zu umgehen. In Leverkusen entstand im Laufe der Jahrzehnte ein eigener Kosmos. Forschungslabore, Produktionsanlagen, Wohnhäuser für Mitarbeiter, eine Werkfeuerwehr, ein Kulturzentrum und sogar ein eigener Fußballverein gehörten inzwischen zum Unternehmen. Selbst Bayer Leverkusen, heute einer der bekanntesten Fußballvereine Deutschlands, begann ursprünglich als Betriebssportverein des Konzerns. Unternehmen und Stadt wuchsen immer enger zusammen. Für viele Menschen in Leverkusen bedeutete Bayer Sicherheit, Arbeit und Wohlstand. Von außen schien es, als hätte das Unternehmen seine Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen. Bayer Leverkusen wurde 2024 zum ersten Mal in seiner Geschichte deutscher Fußballmeister, in derselben Saison, in der der Bayer-Konzern weiter milliardenschwere Vergleiche im Zusammenhang mit Monsanto-Klagen abwickelte. Die lokale Zeitung feierte den Titel auf der Titelseite. Die Wirtschaftsnachrichten berichteten über die Vergleichssummen auf Seite 4. Darin zeigte sich die Doppelnatur von Bayer besonders deutlich. In Leverkusen sprach man vor allem über die Zukunft, über neue Wirkstoffklassen, klinische Studien und die Verantwortung eines modernen Pharmaunternehmens. Das war nicht falsch. Aber es war eben auch nicht die ganze Geschichte. Wenig später sollte Bayer jedoch mit einer völlig anderen Krise konfrontiert werden. 1984 brachte Bayer ein Medikament auf den Markt, das für tausende Hämophilie-Patienten lebenswichtig war. Faktor 8 konnte Blutungen stoppen, die zuvor oft tödlich endeten. Für viele Familien bedeutete dieses Präparat Hoffnung. Zum ersten Mal schien ein Stück Normalität möglich zu sein. Das Medikament wurde aus dem Blutplasma tausender Spender hergestellt. Genau darin lag jedoch ein Risiko, das damals kaum jemand vollständig verstand. Schon eine einzige infizierte Blutspende konnte eine komplette Produktionscharge unbrauchbar machen. Und genau das geschah zu Beginn der AIDS-Krise. HIV war noch kaum erforscht, zuverlässige Bluttests existierten nicht und viele Ärzte wussten selbst nicht, wie sich das Virus verbreitete. Auch Faktor-8-Präparate verschiedener Hersteller, darunter Bayer, waren betroffen. Menschen, die sich vor inneren Blutungen schützen wollten, infizierten sich stattdessen mit HIV. Für viele von ihnen bedeutete diese Behandlung ein Todesurteil. Zehntausende Hämophilie-Patienten in den USA und auch in anderen Ländern infizierten sich durch kontaminierte Blutprodukte mit HIV, viele verloren später ihr Leben. Ähnliche Schicksale gab es in Frankreich, Japan, Kanada und vielen weiteren Ländern. Menschen nahmen ein Medikament, das ihr Leben retten sollte, und verloren es genau dadurch. Doch der eigentliche Skandal begann erst danach. Jahre später wurden im Rahmen von Gerichtsverfahren interne Dokumente veröffentlicht. Sie zeigten, dass Bayer inzwischen bereits eine sicherere, hitzebehandelte Version des Präparats entwickelt hatte. In den USA und in Europa kam diese neue Variante bereits zum Einsatz. Gleichzeitig wurden die älteren Bestände des Präparats in Länder mit weniger strengen Vorschriften geliefert, unter anderem nach Asien und Lateinamerika. Offiziell verstieß dieser Verkauf nicht gegen die dort geltenden Regeln. Die Präparate waren noch zugelassen und wirtschaftlich weiterhin von Wert. Genau diese Entscheidung löste später massive Kritik aus. Spätestens jetzt stellte sich eine Frage, die Bayer bis heute begleitet: Wann wusste das Unternehmen, welches Risiko in diesen Präparaten steckte? Und warum blieben sie trotzdem im Umlauf? 2003 veröffentlichte die New York Times eine ausführliche Recherche zu diesem Fall. Bayer erklärte daraufhin, man bedauere die Infektionen zutiefst. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf den damaligen Stand der Medizin und darauf, dass die Produkte den jeweils geltenden Vorschriften entsprochen hätten. Der Name dieses Präparats lautete Conyne HT. Es war ein Medikament, das Leben retten sollte. Für viele endete genau diese Hoffnung tödlich. Kritiker warfen Bayer später vor, wirtschaftliche Interessen zu lange über eine schnellere Umstellung auf die neue Produktgeneration gestellt zu haben. Bayer wies diesen Vorwurf zurück. Solche Geschichten lassen selten nur eine einzige Schlussfolgerung zu. Mich interessiert deshalb viel mehr, wie ihr diesen Fall bewertet, als wer am Ende recht hatte. Kaum war die Conyne HT-Affäre aus den Schlagzeilen verschwunden, geriet Bayer erneut unter Druck. Im Jahr 2001 zog der Konzern das Cholesterinsenkermedikament Lipobay weltweit vom Markt zurück. Es war der bis dahin schwerste Medikamentenrückruf in der Geschichte des Unternehmens und einer der folgenreichsten Fälle, die die internationale Pharmabranche bis dahin erlebt hatte. Lipobay, international unter dem Wirkstoffnamen Cerivastatin bekannt, galt zunächst als große Hoffnung im Kampf gegen erhöhte Cholesterinwerte. Ärzte verschrieben das Medikament weltweit und Bayer setzte große Erwartungen in seinen Erfolg. Das Problem war eine seltene, aber potenziell tödliche Nebenwirkung, die Rhabdomyolyse. Dabei zerfällt Muskelgewebe so stark, dass es zu akutem Nierenversagen kommen kann.
Besonders in Kombination mit bestimmten anderen Medikamenten trat diese Reaktion unter Lipo-Bay häufiger auf als bei vergleichbaren Statinen. Noch bevor Bayer das Präparat vom Markt nahm, standen weltweit mehr als 50 Todesfälle mit dem Medikament in Verbindung gebracht worden. Bayer zahlte Millionen an Entschädigungen und Vergleichen. Das Medikament verschwand vom Markt. Der Konzern überstand die Krise, zumindest nach außen. Nach dem Rückzug des Medikaments blieb jedoch eine Frage bestehen. Mediziner und Journalisten, die den Fall untersuchten, wollten wissen, wann hatten Bayer-Mitarbeiter erstmals von den Risiken erfahren und wann zogen sie die notwendigen Konsequenzen. Die Antwort, die sich später aus Gerichtsakten und internen Dokumenten zusammensetzen ließ, war unbequem. Es hatte Hinweise auf das erhöhte Nebenwirkungsrisiko gegeben. Dennoch blieb Lipo-Bay zunächst weiter auf dem Markt. Erst später folgten die Konsequenzen. Für mehr als 50 Menschen kamen sie zu spät. Das Muster war vertraut. Nicht, weil Bayer besonders skrupellos war, es gab und gibt in der Pharmaindustrie vergleichbare Fälle bei anderen Unternehmen, sondern weil die Struktur der Pharmaindustrie selbst bestimmte Entscheidungslogiken begünstigt. Ein Medikament, das bereits auf dem Markt ist, bereits Umsätze erzeugt, bereits Marktanteile hat, das zieht man nicht zurück, solange die Beweise nicht zwingend sind. Und was zwingend bedeutet, ist eine Frage der Interpretation. 2018 traf Bayer eine Entscheidung, die Analysten, Journalisten und Investoren gleichermaßen überraschte. Der Konzern übernahm Monsanto für 63 Milliarden $. Monsanto war damals das wohl bekannteste und zugleich umstrittenste Agrochemieunternehmen der Welt. Sein wichtigstes Produkt war Roundup, ein Herbizid auf Glyphosat-Basis, das seit den 70er Jahren weltweit als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt wurde. Monsanto hatte diese Erfolgsformel mit gentechnisch verändertem Saatgut kombiniert, das genau gegen Roundup resistent war. Ein geschlossenes System, das Landwirte in eine direkte Abhängigkeit von einem einzigen Konzern brachte. Wer Monsantos Saatgut kaufte, war in der Praxis meist auch auf Monsantos Herbizid angewiesen. Und wer Monsantos Herbizid kaufte, wurde in einem Vertragssystem gebunden, das das Einsparen oder Weitergeben von Saatgut verbot, eine Praxis, die Bauern seit Jahrtausenden betrieben hatten. Doch damit endete die Geschichte nicht. Tausende von landwirtschaftlichen Arbeitern und Nutzern von Roundup erlitten schwere gesundheitliche Probleme. 2015 stufte die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als wahrscheinlich karzinogen für den Menschen ein. Andere Behörden kamen zu einer anderen Bewertung. Doch allein diese Einstufung genügte, um weltweit tausende Klagen auszulösen und den Druck auf Monsanto weiter zu erhöhen. Bayer übernahm Monsanto trotzdem. Die laufenden Klagen waren keine spätere Überraschung und auch kein verborgenes Risiko. Sie gehörten von Anfang an zu den bekannten Verpflichtungen, die in die Milliardenübernahme einkalkuliert werden mussten. Im August 2018 fiel das erste Urteil gegen Monsanto wegen Roundup. Fast zeitgleich wurde die Übernahme durch Bayer abgeschlossen. Dwayne Johnson, ein ehemaliger Schulhausmeister aus Kalifornien, hatte Non-Hodgkin-Lymphom entwickelt, nachdem er jahrelang beruflich mit Roundup gearbeitet hatte. Er war jung, wenn man das noch so nennen konnte, in seinen 40ern, als die Diagnose kam, schwer krank mit einer Lebenserwartung, die er nicht vollständig ausschöpfen würde. Ein Geschworenengericht in San Francisco verurteilte Monsanto nun Bayer zu rund 289 Millionen $ Schadensersatz, davon 250 Millionen als Strafschadensersatz. Es war der erste Monat des neuen Bayer-Monsanto-Konzerns. Und schon begann die größte Belastungsprobe seiner Geschichte. Weitere Urteile folgten in kurzer Zeit. Aus einzelnen Klagen wurden Tausende. Aus Millionen wurden Milliarden. Innerhalb von nur 3 Jahren verlor Bayer durch die Monsanto-Verfahren mehr Börsenwert, als die Übernahme selbst gekostet hatte. Werner Baumann, der CEO, der die Übernahme vorangetrieben hatte, wurde von Aktionären auf der Hauptversammlung 2019 mit einem historischen Misstrauensvotum abgestraft. Mehr als 55% der Aktionäre verweigerten ihm die Entlastung. Es war das erste Mal in der Geschichte des DAX, dass ein Vorstandsvorsitzender nicht entlastet wurde. Trotz allem blieb er im Amt. Die Arbeit ging weiter. Bis heute kämpft Bayer mit den Folgen dieser Übernahme. Mehr als 100.000 Klagen in den USA, die meisten im Zusammenhang mit Roundup, mussten in einem Vergleich von über 10 Milliarden $ beigelegt werden, einem der größten Vergleiche in der Geschichte der amerikanischen Unternehmensklagen. Weitere Verfahren sind bis heute nicht abgeschlossen. Monsantos PCB-Hinterlassenschaften verursachen weiterhin Umweltschäden und finanzielle Forderungen. In Anniston, Alabama, führte die Einleitung von PCB durch eine Monsanto-Fabrik zu Umweltkontamination. Der Creek verschwand schließlich unter einer Asphaltschicht. Die Anwohner, überwiegend afroamerikanisch, überwiegend einkommensschwach, ohne die politische Macht, die nötig gewesen wäre, um früher etwas zu ändern, wurden erst Jahrzehnte nach Beginn der Kontamination vollständig informiert. Viele von ihnen trugen PCB-Konzentrationen im Blut, die das 30- bis 40-fache des nationalen Durchschnitts betrugen. Kinder, die in der Nähe des Creeks aufgewachsen waren,
Eltern, die auf Wiesen gespielt hatten, auf denen PCB der Boden war. Interne Dokumente aus den 60er Jahren deuteten darauf hin, dass das Unternehmen über die PCB-Kontamination informiert war, die Öffentlichkeit jedoch nicht vollständig aufklärte, um geschäftliche Nachteile zu vermeiden. Ein zitiertes Memo unterstreicht die Priorität, keine Geschäftsverluste hinzunehmen. Es war kein anonymes Dokument, es trug Namen, Datumsangaben, Unterschriften. Mit Monsanto übernahm Bayer nicht nur ein Unternehmen. Der Konzern übernahm auch diese Dokumente, diese Verfahren und die Menschen, die bis heute auf eine endgültige Antwort vor Gericht warten. Nicht, weil Bayer diese Risiken übersehen hätte. Die bekannten Verfahren, die laufenden Klagen und die dokumentierten Altlasten waren Teil der Übernahme. Das Management war überzeugt, dass der strategische Wert der Technologien und Marktpositionen diese Belastungen langfristig überwiegen würde. Rückblickend erwies sich diese Einschätzung als eine Fehlkalkulation von monumentalem Ausmaß. Eine Entscheidung, die die Geschichte des Unternehmens dauerhaft prägen wird. In Leverkusen leuchtet das Bayer-Kreuz noch immer jede Nacht. Sichtbar vom Rhein, von der Autobahn und aus den Fenstern der Wohnhäuser, die über Generationen rund um das Werksgelände entstanden sind. Stadt und Unternehmen sind dort bis heute eng miteinander verwachsen. 1933 wurde es zum ersten Mal eingeschaltet. Und bis heute ist sein Licht nicht erloschen. Bayer gehört heute zu den größten Pharmaunternehmen der Welt. Der Konzern entwickelt Krebsmedikamente, Gentherapien, Antibiotika und Behandlungen gegen seltene Krankheiten. Viele dieser Medikamente haben das Leben von Patienten nachweislich verbessert oder überhaupt erst eine Behandlung ermöglicht. Auch das gehört zur Wahrheit. Und dennoch gehören all diese Fortschritte zum selben Unternehmen wie Monowitz, Konin HT, Lipobay, Aniston und Roundup. Dieser Widerspruch lässt sich nicht einfach auflösen. Vielleicht ist genau das unausweichlich, wenn ein Unternehmen mehr als 150 Jahre Geschichte schreibt. Es wird zu groß für ein einziges Urteil, zu komplex für eine einzige Erzählung und zu tief mit dem Leben von hunderten Millionen Menschen verbunden, um sich in gut oder böse einteilen zu lassen. Und genau das ist vielleicht die beunruhigendste Erkenntnis dieser ganzen Geschichte. In einem Haushalt irgendwo auf der Welt liegt eine kleine weiße Tablette auf dem Nachttisch. Aspirin. Der Name Bayer steht auf der Schachtel. Darunter steht bewährte Qualität seit 1897. Nicht 1863, als das Unternehmen gegründet wurde. Nicht 1933, als das Kreuz aufgestellt wurde. Nicht 1941, als Monowitz begann. Nicht 1951, als IG Farben aufgelöst wurde. Nicht 2018, als Monsanto gekauft wurde. 1897, das Jahr des Aspirins. Der sauberste Anfang, den die Geschichte hergab. Jedes Unternehmen entscheidet selbst, mit welcher Geschichte es sich erinnern lassen möchte. Bayer hat seine Antwort darauf längst gegeben. Irgendwo in Aniston, Alabama hat jemand Wasser aus der Leitung getrunken. Irgendwo in Asien hat ein Hämophilie-Patient in den 80er Jahren ein Fläschchen mit dem Bayer-Logo geöffnet. Irgendwo auf einer Plantage in Kalifornien hat jemand eine Sprühflasche Roundup in die Hand genommen. Irgendwo auf einem Nachttisch liegt noch immer eine kleine weiße Tablette. Sie erzählt diese Geschichte jeden Morgen aufs Neue. Wenn dir diese Dokumentation gefallen hat, freue ich mich über ein Like und natürlich über dein Abo. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst.